Japan. Ein Land voller Kontraste. Zwischen Neonlichtern und Natur. Hightech und Tradition. Sushi und 7-Eleven. Mein Bruder und ich waren 14 Tage in Japan unterwegs und haben in dieser Zeit so viel erlebt, dass ich es kaum in Worte fassen kann. Von den Straßen Tokios bis zu den Tempeln in Kyoto. Vom majestätischen Mount Fuji bis zum verrücktesten Convenience Store der Welt. In dieser Staffel Konnichiwa Japan erwarten euch 10 Folgen voller Abenteuer, Überraschungen und magischer Momente. Ob bei der Harry Potter Studio Tour im Stadion von Kyoto Sanga oder beim Rehefüttern in Nara. Jeden Mittwoch um 18 Uhr gibt es eine neue Folge hier auf dem Kanal. Also, zurücklehnen, abonnieren nicht vergessen und ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Wie cool der Eingang da vorne schon aussieht. Jeder, der mich kennt, weiß ja, wie sehr ich die Filme liebe und sogar an den Kostümtagen unserer Fußballmannschaft auf Malle und beim Airbeat als Harry gehe. Deswegen freue ich mich schon extrem seit mehreren Tagen auf diesen Ausflug und kann es kaum abwarten, dass wir jetzt endlich reingehen. Bist du ready? Yes. Let's go. Tickets sind in der Wallet parat, also kann es losgehen. Wir sind drin. Die Frau, ne? J.K. Rowling. Absolute Macherin. Ich weiß, dass man hier drin jetzt auf jeden Fall filmen darf. Trotzdem gibt es 1 oder 2 Bereiche, wo dies untersagt ist. Ich versuche euch einfach bestmöglich mitzunehmen und wünsche euch jetzt viel Spaß bei der Tour. Bevor es losgeht, gibt es hier auf der linken Seite schon diverse Souvenirshops. Die gucken wir uns aber am Ende an. Wir gehen jetzt direkt durch den Haupteingang und starten die Tour. Janis, wir gehen rein. Hast du Bock? Ja, richtig Bock. Das Auch sah jetzt schon geil aus, der Eingang hier. Ja, bist auch großer Harry-Fan, ne? Auf jeden Fall. Let's go. Und das erste, was wir sehen? Riesen Harry-Porträts. Quasi zu jedem Film hängt hier ein Porträt. Aber ich muss ehrlich sagen, von dem Film hier halte ich gar nichts. Im nächsten Raum jetzt darf nicht gefilmt werden. Das kenne ich schon aus Sydney Friedes Vlogs. Deswegen, Wir sehen uns gleich mit meinem Feedback. boah, wie cool war der erste Raum. Hier war gerade noch eine Leinwand, da so ein Kinosaal, wo wir uns dann angeguckt haben, wie eigentlich die Filme so entstanden sind. Und dann wurde uns noch viel Spaß gewünscht jetzt bei der Tour, die hier hinter dieser Riesentür starten wird. Und wir gehen rein. Willkommen in Hogwarts. Ich will gar nicht so viel reden, ne? Ich will einfach, dass ihr diese Eindrücke genießen könnt. Natürlich gibt es hier auf der Tour dann auch immer diverse Infoschilder, wo man nachlesen kann, was das hier alles so bedeutet, wofür das im Film steht. Zum Beispiel hier Gryffindor, Notable Gryffindor Members oder Who Founded Gryffindor, all solche Sachen. Im Kinosaal eben wurde natürlich auch gesagt, dass die meisten Dinge, die hier stehen, direkt vom Set übernommen wurden. Also ja, wenn wir hier vor uns jetzt gleich den Mantel von Hagrid sehen, können wir davon ausgehen, dass er diesen getragen hat, als der Film gedreht wurde. Hey, die haben jetzt zwar die Gewänder, aber die Gesichter fehlen. Es sind einfach nur so weiße Gesichter. Na Janis, in welches Haus würde dich der sprechende Hut hier stecken? Schwer. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich Gryffindor natürlich. Gryffindor. Und ich denke mal, hier ist ja jetzt nur eine Reihe, beziehungsweise 2 Reihen, wenn man die andere Seite mitzählt. Ich denke, im Film war es ähnlich, dass nicht alle 4 Reihen wirklich da waren, sondern dass halt dann technisch umgesetzt wurde. Wir sind erst seit 5 Minuten drin und ich weiß jetzt schon, dass ich in diesem Video gar nicht rüberbringen kann, was es hier alles gibt, was man sich hier durchlesen kann, wie viele Infos hier zum Beispiel, wie das hier alles gebaut wurde und so. Also sehr, sehr cool. Also ich glaube, wenn man so einen Film guckt, dann unterschätzt man echt, wie viel Arbeit dahinter steht. Also eben wurde auch schon gesagt, dass wirklich ja alles handskizziert wurde, handgefertigt, die ganzen Details von gefühlt allem, was man in dem Film sieht. Und natürlich gibt die Tour hier auch extrem viele Props an alle Mitarbeiter, die an den Filmen mitgearbeitet haben. Ey, wie cool wäre das, wenn wir hier die sich bewegenden Treppen gleich sehen? Boah, jedes Mal, wenn man einen neuen Raum betritt, kommt man kurz ins Staunen. Wie cool das alles aussieht. Da hinten sind die Treppen. Nein, wie geil. Sie bewegt sich tatsächlich. Wie cool ist das denn? Es ist so cool. Es ist so cool. Schaut mal, wie ernst die Leute hier machen.
Cool ist auch, dass es hier richtig viele interaktive Erlebnisse gibt. Über so einen QR-Code kann man sich hier von einem Greenscreen dann auf die Bilder da hinten teleportieren. Und genau das machen wir jetzt. So, unser Video fertig gemacht. Dann finde mal jetzt, Janis. Finde mal. Ah, da sind wir doch schon. Yes. Let's go! Aber guck mal, wie ernst hier manche Leute die Tour nehmen. Guck mal, sie im kompletten Gryffindor-Outfit. Auch sehr, sehr cool. Auf jeden Fall hat uns der Raum hier schon mal sehr gut gefallen. Wir gehen jetzt weiter. Der Gryffindor Common Room. Legendäre Szene hier, als Ron gefeiert wurde. Harrys Bettsaal. Das ist so cool, ne? Es sieht alles genau so aus wie im Film. Wir gehen rein ins nächste interaktive Erlebnis hier. Quidditch Filming Experience. Heute also mal nicht im Volkspark unterwegs, sondern im Quidditch-Stadion. Die Frage ist, kriegen wir gleich Slytherin oder Gryffindor? Genau hier vorm Set filmen wir jetzt unsere eigene Jubelszene. So, Janis, dann jubeln wir ordentlich jetzt hier. Okay. Hilfe, war das lustig, ey. Thank you, arigato. Junge, war das lustig. Einfach 5 verschiedene Szenen gedreht. Und die schauen wir uns jetzt mal an. The quaffle is released and the game begins! He's got the snitch! Harry Potter receives 150 points for catching the snitch! Gryffindor wins! Janis, ich muss dich zwischendurch auch mal loben. Ganz starke Performance da eben beim Jubeln. Ganz stark. Leute, ich will nicht zu viel versprechen, ne? Aber könnte sein, dass ich auf dem Airbeat dieses Jahr meine eigene Nimbus 2000 habe. Krumm. Hilfe! Wie groß war Madame Maxime eigentlich? Okay. Dumbledores Office. I don't believe you. She wants to be looked at. I think I'm different. Ich glaube, als nächstes ist der Kostümraum dran. Ihr könnt es sehen an der Wand, die ganzen Masken. Man kann hier so viel interaktiv machen, das bringt so viel Spaß. Jetzt kann man einfach seine eigene Death Eater Maske kreieren hier. Da oben müsste sie jetzt gleich erscheinen. Mal schauen. Wo kommt meine Death Eater Maske? Ah, da passiert was. Ja, die habe ich gerade erstellt. Geil. Raum der Zaubertränke, okay. Phileas Flitwick sah auch so lustig immer aus. Ich glaube, hier wird jetzt noch erklärt, wie man richtig einen Zauberstab hält. Die Leute machen hier auch alle richtige Harry Potter Fan-Pictures in ihren Umhängen. Ich nur im ganz normalen Outfit heute unterwegs, deswegen macht das keinen Sinn. Oder? Der verbotene Wald. Hätte ich auch gern so ein fliegendes Auto. Expecto Patronus! Einfach ein Hasen. Leute, ich komme aus dem Grinsen gar nicht raus. Ich hätte auch niemals gedacht, dass das hier so riesig ist. Also Stand jetzt sind wir wohl gerade erst bei der Hälfte und wir haben schon so viel gesehen. Also geisteskrank. Halbzeit. Hast du Bock auf ein Butterbier oder was? Butterbier, ja, gehört dazu. Hä? Gehört dazu. Butterbier gab es für uns nicht. War uns viel zu teuer. Deswegen gehen wir jetzt rein in den zweiten Teil der Tour. Schauen wir uns doch mal an, wie groß Harrys kleine Treppenkammer wirklich war. Da kam der nervige Fettsack immer runter und dann tropfte hier nur so der Staub runter auf den armen kleinen Harry. Ich bin ehrlich, ne? Die Szene fand ich immer ein bisschen komisch. Irgendwie, weiß nicht. Finde ich, die hat nie so richtig gepasst. Ich würde im Zauberschach jede Partie verlieren, sage ich euch, wie es ist. Rauf auf die Hogwarts Bridge. Was ein Panorama, Janis, ey. Sehr, sehr geil. Gib mal ein kurzes Zwischenfazit. Wie findest du die Tour bisher? Sehr gut. Ja, ne? Bin mal gespannt, was noch alles kommt. Ey, so cool. Träumchen. Wetter in Tokio heute auch wieder super. Geiler Ausflug. Die Warner Bros. Studio Tour gibt es neben Tokio noch an den Standorten London und Kalifornien. Ansonsten hätte ich gesagt, ist das echt ein Muss für jeden Harry Potter Fan. Aber bei den 3 Standorten natürlich nicht für jedermann machbar, da mal kurz hinzureisen, nur um die Tour zu machen. Aber ist schon echt eine 10 von 10 Erfahrung. Kann ich jedem nur empfehlen. Hier kann dann auch das typische Insta-Pick gemacht werden. Mit dem Wagen durch die Wand zum Gleis 9 3/4. Haha, es wird immer besser und besser.
Wir sind am Gleis 9¾ und da ist auch schon der Hogwarts Express. Nice, man kann sogar reingehen in den Hogwarts Express. Und wen sehen wir hier? In diesem Waggon? Da haben wir kleinen Harry und Ron, wie sie die Süßigkeiten zerfetzen. Ja? Die Slytherin Gang? Eieiei, hier kamen die Dementoren. Ich habe Hedwig gefunden und kann sogar seinen Kopf hier bewegen. Zwischendurch gibt es auch immer diese Construction-Räume, wo gezeigt wird, wie das ganze Setup gebaut wurde. Und in den Räumen sieht man immer, wie viel Arbeit hinter jeder einzelnen Szene steckte. Eieiei, ich traue meinen Augen nicht. Wir sind einfach im Ministerium gelandet. Okay. Gefühlt wird jeder Ort nur noch besser. Krass, wie gut die das Ministerium hier gemacht haben. Der nächste Raum wurde hier liebevoll Creature Shop genannt. Zeigt uns also jetzt die ganzen Kreaturen aus der Filmreihe. Wie cool, wusstet ihr, dass Hagrid ein animierter Kopf war und dem Mann da aufgesetzt wurde? Und sich dann hier über so eine Fernbedienung steuern lässt. Was es alles gibt, ne? Crazy. Ihr könnt es hier sehen, Fang wurde insgesamt von 9 verschiedenen Hunden gespielt. Die Goblins von Gringotts habe ich auch immer richtig gefeiert. Kleiner Dobby! Infos über Ton und Sound kriegen wir hier natürlich auch. Nach dem Soundtrack-Raum dachte ich jetzt schon, wir sind am Ende. Aber ich habe ganz vergessen, natürlich gibt es noch die Winkelgasse. Die Diagon Alley ist wirklich so cool, aber ich verstehe nicht ganz, warum es hier dunkel ist. Ah, Scherz! Genau in dem Moment wird es gerade hell und wir kriegen Tageslicht hier. Man wechselt aber schnell hier von Tag zu Nacht. Jetzt wird es wieder dunkel in der Winkelgasse. Eine japanische Ollivanders. Wenn es hier eine Ausgabe des Tagespropheten gibt, dann nehme ich die auf jeden Fall mit als Andenken. Unsere Tickets habe ich übrigens vor ein paar Wochen schon online gekauft, da wir das Risiko einfach nicht eingehen wollten, dass hier auf ganz spontan schon alle Slots ausgebucht sind. Pro Person hat ein Ticket 45 € gekostet, aber lasst mich euch jetzt schon sagen, die haben sich absolut gelohnt und sind auch komplett gerechtfertigt. Boah, und was ein Abschluss der Tour. Nochmal so ein schöner Anblick auf eine riesige Hogwarts-Statue. Zum Ende der Tour durchstöbern wir jetzt natürlich noch den riesigen Souvenirshop. Ja, aber wartet mal kurz, ich bin da eben rausgekommen und hier, könnt ihr das sehen, geht es auch noch weiter. Wie groß ist dieser Souvenirshop? Und da hinten auch noch. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so einen riesigen Souvenirshop gesehen. Überall Harry Potter Merch, das ist ja geistkrank. Souvenirshop geht bis nach Meppen, riesengroß und trotzdem sind wir leer ausgegangen. Schade Schokolade. Hier jetzt zum Abschluss der Tour noch was Schönes snacken. Hätte was, ne? Ja, ich bin ehrlich mit euch, wir sind in Japan, wir sind in Tokio. Wir haben die letzten Tage hier so geiles Essen gehabt. Da könnt ihr auch gerne nochmal die Folgen 1 bis 4 auschecken, aber ich sehe mich da schon eher in der Innenstadt. Schön irgendwie bei Ichiran oder so schön Ramen essen, als jetzt hier überteuert, nur weil es geil aussieht, noch was mitzunehmen. Deswegen, ich glaube, wir snacken heute in Tokyo City. Das war's mit Folge 5, 2,5 Stunden später. Für mich eine 10 von 10 Erfahrung. Morgen geht es nach Kyoto, deswegen hoffe ich, dass ihr bei Folge 6 auch wieder alle mit am Start seid. Ich sag Arigato, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.